Wenn du Schmerzen am Sitzbeinhöcker hast, solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Heute erfährst du eine kaum bekannte Ursache für diese Art von Beschwerden. Ich zeige dir einen Test, um zu schauen, ob das dein Problem ist. Und ja klar, eine Übungsroutine, womit du deine Schmerzen lindern kannst. Schmerzen seitlich an den Sitzbeinhöcker oder mittig am Gesäß können ein Hinweis für ein Ischiofemoralis Impingement Syndrom sein. Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich um eine Weichteilverletzung von dem Muskel Quadratus femoris. Dieser Muskel setzt an den äußeren Rand von den Sitzbeinhöcker an und verläuft dann viereckig zu den Oberschenkelknochen, zwischen den großen und den kleinen Trochanter. Die Funktion von den Quadratus femoris ist einmal die Hüfte nach außen zu drehen und er kann auch die Hüfte nach innen ziehen. Dieser Muskel kann bei Bewegungen wie zum Beispiel Laufen mit längeren Schritten oder längere Zeit Sitzen eingequetscht werden zwischen den kleinen Trochanter und den Sitzbeinhocker, was dann die Beschwerden verursacht. Je nachdem, welche Position gerade das Becken oder die Hüfte hat, kann diese Einklemmung bzw. diese Reizung von dem Muskel eher begünstigt werden. Man kann sich das so vorstellen, wenn das Becken nach hinten kippt, kommt dieser Anteil von dem Knochen näher von dem, was dann der Muskel reizen könnte. Das gleiche gilt auch, wenn plötzlich die Hüfte mehr nach innen fällt als davor. Auch dann würde diesen Muskel eine Reizung erfahren. Dieses Krankheitsbild betrifft hauptsächlich Frauen, weil bei Frauen das Becken eine andere Form hat. Die Sitzbeinhöcker sind etwas weiter auseinander als bei Männern, was dann auch diese Verkürzung der Abstand zwischen den Hüftknochen und dem Becken jetzt begünstigt. Patienten, die ein Ischiofemoralis Impingement Syndrom haben, haben Schwierigkeiten sitzen, vor allem auf härteren Untergrund. Das heißt, länger als 30 Minuten zu sitzen würden dann die Schmerzen verursachen. Und die haben auch Schwierigkeiten, längere Strecke mit längeren Schritten zu laufen. Und genau das kann man mit diesem Test herausfinden. Das heißt, du solltest eine freie Fläche haben und dann versuchst du auf diese lange Fläche lange Schritte zu laufen. Wichtig dabei ist, dass die Schritte lang sind, weil genau in dieser Phase, wo das gesunde bzw. die nicht betroffene Seite nach vorne kommt und die Hüfte hinten bleibt, in diesem Moment hast du eine Aktivierung von der Oberschenkelmuskulatur und durch die Drehbewegung der Hüfte plus das nach hinten kippen vom Becken in diesem Moment wird diesen Muskel zwischen diese beiden Knochenvorsprünge eingeklemmt. Die Schmerzen lokalisieren sich dann in den hinteren unteren Teil des Gesäßes. Wenn der Test bei dir positiv ist, dann solltest du die gleiche Gehstrecke wiederholen. Aber jetzt machst du das Gleiche mit kürzeren Schritten und guckst, ob dann du auch Beschwerden hast. Wenn das Gehen mit kürzeren Schritten deine Beschwerden nicht verursacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass deine Beschwerden von einem Ischiofemoralis Impingement Syndrom kommen. Wenn der Test bei dir positiv ist, dann geht es darum, dass man den Abstand zwischen den Sitzbeinhöcker und der Hüftknochen vergrößert, damit der Muskel wieder Ruhe hat. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Bei der Behandlung von den Ischiofemoralis Impingement geht es darum, dass man die Position vom Becken verbessert bzw. die Beweglichkeit und Kraft von der Muskulatur auch erhöht. Wenn das Becken jetzt nach hinten kippt, dann ist der Abstand zwischen Hüftknochen und Sitzbeinhöcker auch verkleinert. Eine Ursache, warum das Becken nach hinten kippen kann, ist eine Verkürzung von den hinteren Oberschenkelmuskeln, die Hamstrings. Und um das Becken wieder nach vorne zu bekommen, kann eine Dehnung dieser Muskulatur gut helfen. Statt statisch zu dehnen, präferiere ich immer Übungen, die auch mit Bewegungen kombiniert werden. Dadurch erhöhst du nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Kraft von dieser Muskulatur.
Und eine gute Möglichkeit, um die Beweglichkeit von den hinteren Oberschenkelmuskeln zu verbessern, ist diese Übung. Du kniest auf dem Boden, platzierst dann deine Hände in ungefähr 30 bis 40 cm Abstand von deinen Knie. Die Hände sind hüftbreit auseinander und deine Füße sind aufgestellt. Von dieser Position hebst du nun das Becken nach oben und versuchst dabei, deine Ferse wieder auf den Boden zu bekommen. Ungefähr so soll das aussehen. Wichtig ist, wenn du jetzt mit dem Becken nach oben kommst, dass du dann eine Dehnung sowohl an der Wade, aber auch an den hinteren Anteil von den Oberschenkelmuskeln spürst. Je näher du mit deinen Händen rankommst, desto mehr solltest du auch die Dehnung spüren. Bleib 2 Sekunden in der Position und gehe dann wieder in die Kniebeuge. Jetzt kannst du sehen, dass der Abstand zwischen meinen Händen und die Knie viel näher sind. Muss mal schauen, wo du das erreichen kannst. Ob das erstmal hier vorne ist oder näher dran. Wichtig ist, dass die Dehnung nicht nur an der Wade ist, aber auch an den hinteren Teil der Oberschenkelmuskel. Und geht dann langsam wieder runter. Wiederhole diese Bewegung 10 bis 12 Mal und versuch bei jeder neuen Erhöhung das Becken weiter nach hinten zu bringen. Und geht dann wieder runter. Wenn die Übung auf alle Vieren dir zu schwer fällt, kannst du als Alternative die klassische Übung im Stehen machen. Du stellst den Ausfallschritt nach vorne und bringst das betroffene Bein so weit wie du kannst nach vorne hin. Versuche dann die Ferse oder beziehungsweise die Zehe zu dir nach oben zu ziehen oder für die Stabilität kannst du es nach unten lassen. Besser wäre, wenn du es nach oben ziehst. Bring dann das gesamte Rumpf vorwärts. So als ob du das Becken nach vorne kippst, wodurch die Erhöhung oder beziehungsweise der Abstand zwischen die beiden Knochenvorsprünge wieder erhöht wird. Versuche dann mit geradem Rumpf nach vorne zu gehen, bis du dann in dem Bereich die Dehnung wieder spürst. Ebenfalls hier versuche lieber dynamisch zu arbeiten, indem du das Bein so weit wie möglich nach vorne lässt. Wie gesagt, kannst du den Fuß auch auf dem Boden lassen und dann so weit wie du kannst den geraden Rumpf nach vorne zu bewegen, bis du dann eine deutliche Dehnung in den hinteren Anteil der Oberschenkelmuskulatur spürst. Langsam von der Dehnung wieder zurückgehen und nochmal nach vorne. Studien zeigen, dass wenn die Hüftadduktoren schwach sind, tendiert das Becken nach unten zu kippen. Bei Einbeinstand, wenn diese Muskulatur zu schwach ist, kippt das Becken nach innen, wodurch wieder der Abstand zwischen diese beiden Knochenvorsprünge reduziert wird. Eine Kräftigung von den Gesäßmuskeln sorgt dafür, dass dieser Abstand weiterhin gewährleistet wird bzw. sich verbessert. Besonders günstig für diesen Krankheitsbild sind zum Beispiel die seitlichen Ausfallschritten. Dafür solltest du dich aufrecht hinstellen. Als erstes bringst du dein Gesäß ein bisschen nach hinten, so als ob du dich auf einen Stuhl hinsetzen möchtest. Gleichzeitig bringst du aber dein betroffenes Bein zur Seite weg, so weit wie du kannst. Gesäß nach hinten und dann die betroffene Seite, die geht jetzt in eine Beugungsstelle rein, währenddessen die nicht betroffene Seite gestreckt wird. Wichtig ist, versuche so weit wie möglich das Gesäß nach hinten zu bringen, ohne dass du den Rumpf, den vorderen Anteil von dem Brustkorb Richtung Boden bewegst. Also, aufrechter Stand, betroffene Seite weit, in eine sitzende Position reingehen und dann aufrecht Gesäß anspannen, bis die Hüfte komplett gestreckt ist und wieder ranziehen. Seitlich weg. Gesäß nach unten, Ausfallschritt nach unten, Anspannen von Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur und wieder zurück. Bei dieser Übung solltest du 12 bis 15 Wiederholungen durchführen und das 2 Serien lang. Wichtig ist zwischen einer Serie und der nächsten auch genug Zeit zu geben, dass deine Muskulatur sich wiederholen kann. Also 30 bis 45 Sekunden Pause werden angebracht. Mit diesen beiden Übungen wollen wir den Abstand zwischen diese beiden Knochen erhöhen.
Wenn das gewährleistet ist, geht es nun darum, dass man auch den Quadratus femoris kräftigt. Und dieser Muskel macht Adduktion, das heißt die Hüfte nach innen zu bringen, aber hauptsächlich die Hüfte nach außen zu drehen. Und genau diese Bewegung wollen wir jetzt durchführen mit der Hilfe von einem Widerstand von so einem Gummiband. Am besten fixierst du so ein Gummiband an der Heizung oder irgendeinen Gegenstand, den du nicht bewegen kannst. Dann platzierst du den Unterschenkel in der Schlaufe rein, beziehungsweise in den Fuß. Je weiter die Schlaufe Richtung Fuß ist, desto schwieriger ist auch die Übung. Der Zug wird jetzt halt seitlich von dir kommen. Du stellst dich jetzt aufrecht hin, kannst sie auch gerne irgendwo festhalten, damit du von dem Oberkörper gerade und stabil bleibst. Dann versuchst das erste, das Knie in ungefähr 60 Grad zu beugen. Je weiter du nach oben kommst, desto mehr hält man Piriformis und in 60 Grad Stellung hat man dann eine vergrößerte Aktivierung von den Quadratus femoris. Als nächstes achtest du jetzt darauf, dass die Beine nicht ineinander kommen, weil wie gesagt, wenn die Hüfte schließt, hast du eine Verkleinerung von dem Abstand zwischen diese beiden Knöcheln. Bring die Hüfte einen kleinen Tick nach hinten, Knie bleibt in 60 Grad gebeugt und in dieser Position versuchst du nun, die Ferse nach innen zu drehen. Diese Bewegung von der Innendrehung der Ferse sorgt dafür, dass in der Hüfte eine Außendrehung passiert. Je mehr Zug auf dem Gummiband ist, desto schwieriger ist auch die Übung. Achte darauf, dass deine Haltung aufrecht bleibt und dass du die Hüfte nicht schließt. 12 bis 15 Wiederholungen sollten es werden und davon 2 Serien. Wenn es dir schwerfällt, in dieser Position zu bleiben, kannst du das betroffene Bein auf einen kleinen Hocker platzieren. Und dann in der Position mit leichten gespreizten Beinen, das Knie wird nun ein kleinen Tick gestreckt und versuchst du jetzt nach innen zu drehen. Je weicher die Sitzfläche ist, desto leichter fällt es auch, das Knie zu drehen, ohne den gesamten Hocker mitzunehmen. Ebenfalls hier solltest du genau darauf achten, dass du die Ferse Richtung gegenüberseitigen Knie bringst und dann langsam wieder zurücklassen. Wenn du innen ankommst, dann bleib in der Position für ungefähr 2 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. 12 bis 15 Wiederholungen und davon 2 Serien. Kennst du jemanden, der gerade mit Gesäßschmerzen zu tun hat? Dann schick ihm dieses Video. Mit dieser Übung kannst du bzw. er oder sie auch eine Linderung der Beschwerden erreichen. Wenn auch du gerne wissen willst, wie man mit einfachen Übungen zu Hause Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche, wie du zu Hause ohne große Hilfsmittel auch Schmerzen lindern kannst und Bewegung verbessern kannst. Auch diese Übung zielt auf den Aufbau von dem Musculus quadratus femoris. Dafür solltest du dich auf der Seite hinlegen, mit der betroffenen Seite nach unten auf dem Boden. Lass die Hüfte in ungefähr 60 Grad nach vorne gebeugt und dein Knie soll in ungefähr 90 Grad auf dem Boden liegen. Jetzt ist es wichtig, dass du die obere Seite, das obere Bein, auch auf irgendwas drauflegst, damit das Becken nicht so weit nach unten fällt. Es können ein paar Kissen sein oder auch so eine Faszienrolle. In dieser Position versuchst du nun, den Unterschenkel von dem Boden hochzuheben, so weit wie du kannst. Wichtig ist, dass eine Drehung jetzt in der Hüfte passiert und dass der Oberschenkel die ganze Zeit in Kontakt bleibt mit dem Boden. Und lass es dann langsam wieder absenken. Also, betroffene Seite nach unten, Hüfte in 60 Grad Beugung, Knie in 90 Grad Beugung und nun die Unterschenkel nach oben drehen, so weit wie du kannst. Oben kurz 2 bis 3 Sekunden halten und dann langsam wieder nach unten lassen. Patienten mit einem Impingement haben Schwierigkeit, genau diese Bewegung durchzuführen.
Das solltest du jetzt mindestens 15 Wiederholungen durchführen. Wenn die Übung dir zu leicht fällt, kannst du auch gerne eine kleine Gewichtsmanschetten an den Unterschenkel bzw. Ferse platzieren, damit die Übung anspruchsvoller wird. 3 Serien von 15 Wiederholungen solltest du durchführen. Und bei dieser letzten Übung geht es um beides, die Stabilität des Beckens und auch die Kräftigung von den Quadratus femoris. Dafür solltest du dich auf alle Viere begeben und als erstes bringst du dein Becken nach oben, das heißt du drehst die, so dass du in Hohlkreuz kommst. Nutz dafür deine Rückenmuskulatur und mit dieser Drehung des Beckens hast du schon ein bisschen mehr Platz für den Muskel. Bleib in dieser Hohlkreuzposition, spann bewusst die Rückenmuskulatur an und jetzt hebst du die betroffene Seite, das heißt die betroffene Hüfte, wirst du jetzt halt nach außen heben und gleichzeitig nach außen drehen, so als ob du die Ferse jetzt nach innen bewegen willst und senk sie dann langsam wieder ab. Bleibe in Hohlkreuzposition, spreiz die Hüfte etwa und dreh dann das Knie nach oben und die Ferse nach unten und komm dann langsam wieder runter. Lendenwirbelsäule in Hohlkreuz, Rückenmuskel anspannen, das Becken nach vorne drehen. Dann als nächstes die Hüfte leicht spreizen, das Knie nach oben Richtung Decke, die Ferse nach unten Richtung Boden bewegen. Und dann langsam wieder zurück. Ablegen. Und wieder von vorne. Becken nach vorne bewegen, Rückenmuskel anspannen, das Knie nach oben Richtung Decke und dann nach oben drehen, Ferse nach innen drehen. Wichtig ist, dass man diese Drehbewegung von der Hüfte macht. Nicht nur seitlich wegspreizen, sondern ganz bewusst die Hüfte nach außen drehen. Und langsam wieder zurück. 3 Serien für jeweils 10 Wiederholungen solltest du auch für diese Übung durchführen. Das Ischio-femorale Impingement-Syndrom ist eine kaum bekannte Ursache für Gesäßschmerzen und zählt auch zu den Deep-Gluteal-Syndrom. Wenn du diese Art von Schmerzen hast, probier diese Übungsroutine. Mache die Übungen konsequent. Probier sie da aus und du wirst sehen, dass du deine Schmerzen damit lindern kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!